Mit der Corona-Krise gewinnt das Zuhause immer stärker an Bedeutung. Wir verbringen einfach mehr Zeit zu Hause. Wir arbeiten zu Hause, wir verbringen unsere Freizeit zu Hause, unsere Kinder lernen zu Hause. Damit rücken die eigenen vier Wände zusehends in den Fokus innovativer Unternehmen. Mein Gast in der Responsible Innovation Story diese Woche ist Frau Sandra Kollet, Geschäftsführerin von Miele Österreich, Slowenien und Kroatien. Miele ist eines der traditionsreichsten und innovationsstärksten Unternehmen im Bereich der Premium-Haushaltsgeräte. Frau Kollet, danke, dass Sie heute zu mir gekommen sind. Sehr gerne, ich freue mich auf unser Gespräch. Die Corona-Krise hat unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben weiterhin fest im Griff. Wie hat Miele auf die Corona-Krise reagiert? Was hat sich an der Arbeit von Miele im letzten Jahr verändert? Ja, für uns war das auch sehr, sehr neu alles am 16. März. Keiner wusste, was jetzt eigentlich Sache ist. Uns ist von einer Minute auf die andere mehr oder weniger mehr als 90% unseres Vertriebskanals zusammengebrochen, unser Handel. Wir haben uns dann aber sehr schnell auch in der lokalen Geschäftsleitung daran orientiert, was unsere Unternehmenswerte sind. Wir haben Gott sei Dank sehr starke und seit sehr langer Zeit gelebte Unternehmenswerte. Und einer davon ist zum Beispiel, wir geben aufeinander Acht. Ein anderer Wert ist, auf uns ist Verlass. Also auch das war wichtig für Entscheidungen. Wie sind wir da? Wie sind wir für die Konsumenten da? Wie sind wir für unsere Handelspartner da? Wie sind wir für unsere Mitarbeiter da? Auch die Rahmenbedingungen haben sich ja ständig geändert. Wir haben das auch sehr aktiv an unsere Mitarbeiter kommuniziert, dass wir gesagt haben, ja, heute sagen wir das, morgen kann die Entscheidung eine andere sein. Und haben das dann unter dem Titel Wir navigieren auf Sicht auch in unsere Kommunikation eingebaut. Und das funktioniert bis heute eigentlich sehr gut. Und diese und ein paar andere Werte sind auch das, was uns auch in der Krise, nicht nur, aber auch in der Krise in unseren Entscheidungen und Handlungen leitet. Sind Sie in der Krise auch eine Chance für Miele? In der Krise sieht man auch, bringt uns vielleicht dann auch ein bisschen ins Thema Nachhaltigkeit, dass die Menschen sehr viel Wert auf Qualität legen. Also interessanterweise ist da jetzt nicht der Trend dann zum Billigen da, dass man vielleicht ein paar Notkäufe, so mal irgendwas nehmen. Der zweite Gefrierschrank war sehr en vogue, gerade zu Beginn des Shutdowns. Aber dann sehr schnell dieses Besinnen auf Wertigkeit, auf Qualität, auf Nachhaltigkeit. Und wir sehen da sehr stark einen Trend, der für uns natürlich als Premium-Hersteller positiv ist, in diese Richtung. Wenn wir uns vorstellen, das Jahr 2030, was wird sich am meisten verändern an der Art, wie wir zu Hause leben? Also wir haben natürlich ein gewisses Gefühl, wo es hingeht. Wahrscheinlich wird es auch nicht das reine Szenario sein, sondern eine Mischung dieser Szenarien. Aber es wird schon einen Unterschied machen, wie wir uns gesellschaftlich entwickeln. Also kommen wir in dieses Szenario einer Zusammenhaltsgesellschaft, in der eben Qualität, Nachhaltigkeit die wesentlichen ausschlaggebenden Faktoren sind, kommen wir, ich weiß es jetzt nicht, in ein staatlich getriebenes Eco-Scoring-System Richtung chinesische Systeme. Oder kommen wir in eine Situation der Tech-Player, die eigentlich übernehmen? Das wird Unterschiede machen. Aber wir glauben schon, dass es eine gute Chance für ein sehr nachhaltiges, qualitatives, in unserem Sinne immer besser und nicht immer mehr, immer schneller sein wird. Und ja, die Digitalisierung wird auch nicht wegzudenken sein. Also das Smart Home wird sicherlich eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielen. Wenn wir beim Szenario bleiben, Nachhaltigkeit, wir sorgen füreinander, das Szenario, das am besten zu den europäischen Werten passt. Welche Geräte, welche Technologien werden sich da verändern in dem Szenario? Werden die einfach nur alle smarter oder wird sich da auch was Radikales verändern? Also, die werden in jedem Fall smarter. Die werden in jedem Fall integrierter in andere Fragestellungen. Gesundheit ist eines dieser Themen.
und die werden bei uns weiterhin von höchster Qualität sein. Also das ist schon ein Thema, auch wenn man in die Nachhaltigkeit denkt, wie gut ist etwas reparierbar, welchen Lebenszyklus hat das. Wenn wir in die Richtung denken, müssen wir aber weit über das Produkt hinaus denken, nämlich an die Nutzung. Ein klassisches Beispiel ist, wenn ich eine Waschmaschine nehme, können wir in der Produktion und dann wiederum in der Entsorgung ca. 20% des Energie- und Ressourcenverbrauchs beeinflussen. 80% passiert im Haushalt. Das heißt, es kommt in der Innovation und in der Entwicklung auch ganz stark darauf an, das entsprechend so nutzerfreundlich zu machen und so funktionell zu machen, dass es auch genutzt wird. Also wir sehen zum Beispiel, dass Energie ein ganz wesentliches Entscheidungskriterium beim Kauf ist. Aber wir sehen jetzt auch an den vernetzten Geräten, dauerhaft genützt werden Eco-Programme nur von 5%. Das heißt, eine verantwortliche Innovation muss darauf schauen, dass das, was sie entwickelt hat, auch genützt wird. Also die darf sich das nicht erkaufen mit extra langen Programmlaufzeiten oder Abstrichen in der Hygiene oder schwieriger Erklärbarkeit. Also das ist ein wesentlicher Faktor für diese Innovation, wenn wir an dieses Zuhause, an Nachhaltigkeit denken, dass das noch viel, viel stärker ein integrierter Bestandteil in der Innovation, in Entwicklung und Design werden muss, ist, wie stelle ich denn auch die Verwendung dessen sicher, was ich da so Tolles designt habe. Also es geht nicht nur um das noch immer bessere oder bahnbrechende Produkt, sondern es geht einfach auch darum, dass das im Alltag nutzbar ist und genutzt wird. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag für uns als verantwortlicher Hersteller. Unser Projekt Living Innovation setzt sich mit dem Thema verantwortungsvolle Innovation im Smart Home und Smart Health Bereich auseinander. Wie stellen Sie sich das smarte Leben vor? Der größte Trend, den wir im Smart Home sehen, ist, dass hier eine, ich sage mal, Wahrnehmungs- und auch Entscheidungskompetenz unseres Equipments im Haushalt sehen. Und zwar kontextabhängig. Also künstliche Intelligenz ist hier das Schlagwort. Das heißt, dass unsere Hausgeräte auch wissen, was gerade das Richtige, Wichtige für uns ist. Einiges gibt's da schon, also bei der Kaffeemaschine, die ihren persönlichen Kaffee macht und die auch unterscheiden kann zwischen Vormittag und Nachmittag vielleicht dann noch, was da ihre Präferenz ist. Wir haben schon 2016 eine sehr schöne umgesetzte Studie gebracht, die Invisible Kitchen. Und die ist sowas wie ein Kochberater. Also das ist die Küche, die aber gleichzeitig der Kochberater ist, der sie durch den Kochprozess führt. Und das Spannende ist eben, dass die nur dann eingreift, wenn es droht, dass etwas schief geht oder sie etwas falsch machen zum Beispiel. Und so diese Küche bei einem Kochneuling ganz andere Dinge tut, beim vielleicht gleichen Kochprojekt, als bei einem Kochprofi. Also dieses kontextabhängige Thema und was dann auch immer der Kontext sein wird. Ja, ob das die persönliche Lebenssituation ist, ob das Sie als Person, also das Personalisierte sein wird, ob das eine Verbindung mit dem Health-Thema sein wird, wo man über bestimmte Daten diese Rückschlüsse zieht, das sehen wir schon. Also wir sehen sehr stark diese Kontextabhängigkeit, damit auch eine sehr starke Weiterentwicklung natürlich der Wahrnehmungsfähigkeit der Geräte, also von Sensoren über Kameras, über Akustik. Das sehen wir sehr stark und ich glaube, es wird diese Anweisungen, wo wir heute drüber reden, ist es Sprache oder ist es nicht Sprache, wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen, weil es die Intelligenz geben wird, dass ich ja vieles gar nicht mehr anweisen muss, sondern dass in der Intelligenz der Geräte drinnen ist. In den letzten Jahren hat das Konzept verantwortungsvolle Innovation, Responsible Innovation auf europäischer Ebene stark an Bedeutung gewonnen. Das verknüpft einerseits zum Thema CSR, das ja ein breites Verantwortungsthema ist, und zum Thema Nachhaltigkeit und andererseits zum Thema Innovation mit seinen Aspekten Folgeabschätzung und Partizipation. Was bedeutet Verantwortung im Kontext von Innovation für Miele? Das
Gleiche, wie es für uns in allen anderen Bereichen bedeutet, also basierend auf unseren Werten das umzusetzen. Also ich sehe auch jetzt keine spezielle Wertediskussion in der Innovation, sondern ich glaube, die wesentliche Basis ist, was sind unsere Werte? Unsere Miele-Werte sind klar europäische Werte der Nachhaltigkeit im allerursprünglichsten Sinn. Und darauf basierend kann dann auch nachhaltige Innovation entsprechend passieren. Und ich glaube, dort muss es ansetzen. Also es muss an der grundsätzlichen Wertediskussion ansetzen. Dann weiß Innovation auch, was sie zu tun hat. Ja. Und da ist für uns schon auch wichtig, die Zugänglichkeit der Innovation zu schaffen. Das heißt halt auch in langlebigen und nachhaltigen Produkten Einstiegssegmente anzubieten, jetzt von der kaufmännischen Seite der Zugänglichkeit her. Aber auch zum Beispiel im Sinne der Inklusion spezielle Zielgruppen, diese Zugänglichkeit zu ermöglichen. Das ist uns ein wichtiges Thema. Da gibt es ein schönes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, verbindet auch so ein bisschen das Thema Customer-Led Innovation. Wir haben eine Waschmaschine entwickelt, nennt sich Guideline. Das ist eigentlich unsere bestehende Waschmaschine, aber aus der Erfahrung von Zeit, die wir mit sehbehinderten Menschen verbracht haben, haben wir festgestellt, dass das, was so allgemein als Lösung, nämlich da Brailleschrift auf den Displays anzubringen, für viele gar nicht die Lösung ist, weil viele erst in fortgeschrittenem Alter sehbehindert werden und da das gar nicht mehr lernen können, die Sensitivität der Finger, diese Brailleschrift überhaupt lesen zu können. Das heißt, wir haben das Thema mal grundsätzlich anders gedacht und haben gesagt, was brauchen wir, um eine möglichst einfach bedienbare Waschmaschine zu haben? Ja? Also nicht eine Waschmaschine für Blinde, sondern eine Waschmaschine, die möglichst einfach bedienbar ist. Da sind wir wieder bei dem Thema, was muss ich weglassen? Ja? Und haben dieses Universal Design entwickelt. Das macht diese Waschmaschine natürlich für ganz, ganz viele andere Zielgruppen auch interessant, nämlich alle, die es möglichst einfach haben wollen in der Bedienung. Und darauf aufbauend dann ein Add-on sozusagen in der Soft- und Hardware zu setzen, speziell für sehbehinderte Menschen. So sind wir zu dem ersten Touch-Display für sehbehinderte Menschen gekommen. Ja. Und das zeigt, glaube ich, auch diesen Zugang zur Verantwortung. Ja. Also jetzt nicht nur irgendwas zu machen und zu sagen, wir haben's, sondern es auch möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Lassen Sie uns zum Ende des Interviews noch mal gemeinsam ein wenig in die Zukunft schauen. Wo sehen Sie Miele im Jahr 2030? Ja, Miele hat schon in der Vergangenheit ganz bewusst und absichtlich vieles anders gemacht. Das ist das, was uns mit dem immer besser mitgegeben ist. Statt immer schneller, immer mehr, immer komplexer. Und wir werden auch in Zukunft immer besser sein. Wir werden auch 2030 ein familiengeführtes Unternehmen sein. Und das ist deswegen so wichtig, weil das Eigenständigkeit bedeutet, auch finanzielle Eigenständigkeit, gerade für die Themen der Nachhaltigkeit, der Innovation und der Entwicklung extrem wichtig. Wir werden weiterhin die vertrauenswürdigste und begehrenswerteste Marke im Hausgerätebereich sein, hoffentlich auch darüber hinaus, über unsere eigene Branche. Das Gleiche gilt auch für das Thema Nachhaltigkeit. Und ich denke, wir werden auch ein sehr wesentlicher Player in Themen wie Digitalisierung, Ökologisierung sein, im Zusammenhang mit Ökosystemen, uns da sehr, sehr viel weiterentwickeln. Wir werden wahrscheinlich in Geschäftsbereichen tätig sein, in denen wir heute noch nicht tätig sind. Gerade was diese Ökosysteme, was Dienstleistungen, was Digitalisierung betrifft. Aber es wird wohl immer damit zu tun haben, dass wir den Menschen den Alltag vereinfachen in ihrem Leben. Und das eine ist die Vereinfachung, die andere Seite ist dann auch für Genuss und für besondere Erlebnisse in jeder Hinsicht für Menschen zu stehen. Danke für das sehr interessante Gespräch. Ich danke.